Vor 2 Jahren wurden von Supercell 3 neue Spiele angekündigt, um in die Fußstapfen von Brechern wie Clash of Clans und Clash Royale zu treten. Während mit Clash Quest das erste Spiel schon wieder eingestellt wurde, hat Clash Mini das Potenzial, dieser globale Hit zu werden. Doch was braucht ein Spiel, um so erfolgreich zu sein? Supercell besitzt eine ganze Reihe von den besten Mobile Games, die es nur gibt, und hat daher auch enorm hohe Ansprüche. Ihre Spiele sind wahre Meisterwerke, welche für Jahre gespielt und für immer in Erinnerung bleiben sollen. Ausschlaggebend dafür ist immer ein einzigartiges Spielkonzept und Langzeitmotivation. Clash of Clans zum Beispiel ist ein Spiel, was eigentlich jeder kennt, eben weil es diese Kriterien erfüllt. Das einzigartige Spielprinzip, bei dem es nicht nur um das langwierige Dorf-Upgraden, sondern auch um das aktive Angreifen anderer Dörfer geht, begeistert bis heute hunderte Millionen Spieler. Durch zusätzliche Features wie Clankriege, das Nachtdorf und die Clanstadt entsteht seit über 10 Jahren keine Langeweile. Auch Clash Royale ist so ein bekanntes Spiel, weil es diese beiden Kriterien erfüllt. Das Konzept eines Strategiespiels, bei dem es durch geschicktes Platzieren von Karten in Echtzeit darum geht, gegnerische Türme zu zerstören, ist erneut einzigartig. Mit 2 verschiedenen Ligensystemen, täglichen Challenges und Masteries gibt es auch hier seit einem halben Jahrzehnt keine Langeweile. Und Clash Mini? Auch Supercells neuestes Werk bietet ein noch nie dagewesenes Spielprinzip. Gespielt wird mit einem Deck bestehend aus 5 Minis und einem Helden. Dabei werden in jeder Spielrunde Minis aufs Spielfeld bewegt oder bereits platzierte individuell geupgradet, welche anschließend eigenständig gegen die Minis des Gegners kämpfen. Wer zuerst 3 Runden gewinnt, gewinnt das Spiel. Wählbare Gizmos, sogenannte Gebäude, sorgen für noch mehr Strategie und mit der Vielzahl an verschiedenen Einheiten für ein einzigartiges Spielerlebnis. Helden und Minis werden gelevelt, es gibt Clan-Raids und selbst einen zweiten Spielmodus für 8 Personen. Wo habt ihr sowas schon mal gesehen? Jedoch gibt es auch ein Problem. Langeweile. Während diese Motivation zum Spielen durch das ständige Dorfleveln in Clash of Clans und die Ligensysteme in Clash Royale gegeben ist, fehlt ein Anreiz zu spielen in Clash Mini komplett. Ein einzelnes globales Leaderboard hat für den Großteil der Spieler keine Bedeutung und auch durch mehr Belohnungen wird sich das nicht ändern. Damit Clash Mini der ersehnte globale Hit wird, bedarf es dringend einer Änderung, welche die aktuell fehlenden Anreize schafft, eine große Abwechslung bietet und sich bereits als erfolgreich etabliert herausgestellt hat. Und es scheint, als habe ich diese Lösung gefunden. Während Brawl Stars auf den ersten Blick nur wenig mit einem Autoschachspiel im Clash-Universum zu tun hat, eignet sich das Trophäensystem für Clash Mini perfekt. Jeder Held sammelt individuell Trophäen. Die besten werden jeweils in einem eigenen Leaderboard angezeigt. Das Ganze hat den Vorteil, dass selbst Free-to-Play-Spieler, die nur einen Held auf maximalem Level besitzen, die Chance haben, ihren Namen ganz oben in der Liste zu sehen. Zusätzlich gibt es Rangabzeichen für bestimmte Pokalmeilensteine. Diese sind im Profil sichtbar und werden durch die höchste Trophäenanzahl jemals bestimmt. Diese Abzeichen und eventuelle Belohnungen liefern einen enormen Anreiz zu pushen, selbst für Spieler, die sich nicht für das Leaderboard interessieren. Auch beispielsweise das Ziel eines Rang 30 Helden endlich zu erreichen, ist ein unbeschreibliches Erfolgserlebnis und eine riesen Motivation. Die Gesamttrophäen bilden sich demnach aus der Summe aller Heldentrophäen. Da somit jeder Held gespielt werden muss, gibt es eine große Diversität in der Meta. Und auch eine eintönige Balance mit nur ein paar spielbaren Decks wird es so nicht mehr geben. Das globale Leaderboard richtet sich weiter nach den Gesamttrophäen. Jedoch müssen die besten Spieler nun ihr Können für jegliche Helden zeigen, um ganz oben zu stehen. Gleichzeitig ermöglicht das auf Heldentrophäen basierte Matchmaking fairere Duelle und ein skillbasierteres System. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich sind neue Spielmodi unabdingbar. Dass diese kommen werden, ist schon lange bekannt, jedoch passen sie mit diesem neuen Trophäensystem perfekt ins Spiel. Durch eine Vielzahl von verschiedenen Modi wird das eindimensionale System aufgebrochen. Es bietet sich eine riesige Abwechslung und die persönliche Entscheidung sorgt für deutlich mehr Spaß. Verschiedene Game Modes, wie soll das denn gehen? Während bei Brawl Stars das Kernkonzept eines MOBA-Spiels durch das gleiche Steuern und Kämpfen in Arenen in Third-Person-Optik bestehen bleibt, wird sich auch am Autoschach-Konzept von Clash Mini nichts ändern. Einheiten werden platziert und kämpfen weiterhin für sich,
bis beispielsweise der gegnerische Kopfgeld-Mini erledigt wird. Oder ein Pfannkuchen wird von den Minis getragen, verteidigt und entscheidet über Sieg und Niederlage. Tresore könnten ähnlich wie in Brawl Stars verteidigt werden. Ein Draft-Modus, in dem man sich selbst seine Minis wählt, ein größeres Spielfeld oder ein 2 vs 2 mit einem Teammate. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Dass dies nicht nur bloß ein Konzept ist, sondern den Weg für Supercells neuen globalen Hit ebnet, zeigt das fast ausschließlich positive Feedback der bekanntesten Clash Mini YouTuber. Und auch ich würde mich über positives Feedback und eure Meinung in den Kommentaren freuen.